Thomas Worschbach von Werde Musiker, willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video geht es um das Thema, wie findest du die passenden Akkorde zu einer Melodie? Also du hast eine Melodie, egal ob du sie dir ausgedacht hast oder ob du sie irgendwo aufgeschnappt hast, aber du hast keine Akkorde, keine Begleitung dazu, möchtest die Begleitung spielen, möchtest die Akkorde haben. Und ja, jetzt geht es darum, diese Akkorde zu finden. Eine Warnung, dieses Thema ist riesig groß. Es heißt Reharmonisierung. Und ich kann dir jetzt in diesem kleinen Video natürlich so eine kompakte Zusammenfassung geben und dir auch definitiv einen Weg zeigen, ein bisschen Inspiration mitgeben, aber ich kann hier nicht alles zu diesem Thema mit reinbringen. Es wird ein sehr spannendes Video. Wenn dich das Thema aber noch mehr interessiert, dann check mal den Link unten in der Videobeschreibung. Dort geht es zu meinem Kurs der Röntgenblick und da behandle ich unter anderem auch dieses Thema. Da behandle ich dieses Thema deutlich umfangreicher. Und es ist auch nur ein kleiner Bestandteil des Kurses. Ganz witziger Blick auf das Thema überhaupt, wie ich finde. Und ja, wenn dich das interessiert, schau doch mal dort vorbei. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Melodie. Und dazu möchte ich jetzt Akkorde haben oder eine Begleitung spielen. Ja, dafür muss ich irgendwie wissen, welche Akkorde da fehlen. Und es gibt, also wie gesagt, verschiedene Herangehensweisen. Erstmal, was schon mal ganz gut wäre, am Anfang die Tonart festzustellen. In welcher Tonart sind wir gerade oder in welchen Tonarten könnten wir sein? Nämlich, wir haben sehr viele Möglichkeiten, das jetzt zu machen. Zum Beispiel, wir könnten theoretisch, also um hier kurze Möglichkeiten vorzustellen, auf jedem Melodieton einen Akkord spielen. Nur mal für den Anfang. Ja, also kann man darüber streiten, wie das jetzt klingt. Es gibt auch noch, man kann das Ganze natürlich auch noch ein bisschen schöner gestalten. Ja, also auf jeden Fall, theoretisch könnte ich auf jedem Melodieton einen Akkord spielen und vor allen Dingen auch einen neuen Akkord spielen. Für mich persönlich ist es zu viel des Guten. Deswegen gilt es auch gleich übrigens noch drum, das Ganze festzulegen. Aber ich wollte dir erstmal zeigen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Es gibt auch die Möglichkeiten, wirklich eine ganz andere Tonart unter dieser Melodie zu legen. Und ja, also die Wirkung wird natürlich eine ganz andere, ein und derselben Melodie. Wir könnten jetzt eine Molltonart oder eine Dur-Tonart drunter legen. Deswegen gilt es jetzt erstmal darum, wie du das hörst, was für dich jetzt zum Beispiel in dieser Melodie ein Schlusston oder ein Schluss sein könnte. Ja, wir gehen auch direkt mal zum Schluss. Ja, ich finde, das könnte schon tatsächlich ein Schluss sein. Und jetzt höre ich einfach mal, jetzt summe ich einfach mal einen Ton oder spiele auch auf dem Klavier irgendwann ein, der irgendwie dazu passen könnte. Ja, ich habe mal 3 Töne gefunden gerade, die irgendwie dazu passen. Ja, in der linken Hand. Das sind erstmal Basstöne, Grundtöne. Jetzt spiele ich mal die Melodie in der rechten Hand. Und jetzt mal den tiefsten von den 3. Ah, das klingt schon definitiv nach einem Schluss, ne? Ist auch genau der gleiche Ton, ein F. Ich probiere trotzdem mal den nächsten aus, auch der kann funktionieren. Ja. Ein bisschen ungewohnt. Ich würde nicht ganz ausschließen, aber totale Entspannung ist es nicht, ne? Mal den nächsten. Nee, das ist keine Entspannung, finde ich. Nochmal den ersten zum Vergleich. Ah, ja.
Also, wenn ich jetzt links das F spiele, genau wie rechts, ich finde, das fühlt sich nach totaler Entspannung an. Und da könnten wir jetzt die Tonart F-Dur draus machen. Wenn ich jetzt einen F-Dur-Akkord am Schluss spiele, mal hier oben, haben wir schon mal den Akkord. Und das ist zum Beispiel jetzt die Herangehensweise. Jetzt haben wir die Tonart F-Dur ausfindig gemacht. Und wenn ich in der Tonart F-Dur die zwei wichtigsten Akkorde nehme, der wichtigste Akkord ist der Grundakkord F-Dur. In der Tonart F-Dur ist es der Akkord F-Dur. Ja, das ist der wichtigste Akkord. Immer der Grundakkord der Tonleiter ist immer der allerwichtigste Akkord. Er gehört am meisten zu dieser Tonleiter. Der zweitwichtigste Akkord ist der von der 5. Stufe der Tonleiter. Also in F-Dur 1, 2, 3, 4, 5 vom C aus, das ist der Akkord C-Dur. Das ist der zweitwichtigste Akkord, der hat die meiste Spannung, ist die Dominante. Wenn ich die abwechselnd spiele, C-Dur, das klingt nicht nach einem Schluss, sondern muss entspannt werden nach F-Dur. Vielen Dank. So, und wenn ich jetzt mal ausprobiere, wo kann ich in meiner Melodie nur diese beiden Akkorde unterbringen? Zum Beispiel direkt am Anfang möchte ich einen Akkord haben. Ich spiele mir den F-Dur-Akkord. Ja, das passt sehr gut. Auch ich habe jetzt bisher noch nicht den Akkord gewechselt. Es gibt Möglichkeiten, wirklich, wie ich möchte, Akkorde zu wechseln, ja. Aber irgendwie mein Bedürfnis war bisher noch nicht nach einem neuen Akkord da. Allerdings jetzt, beim nächsten Ton. Und jetzt probiere ich einfach mal C-Dur aus. Und? Passt wie angegossen, oder? Ja, und bei dem zweiten A habe ich wieder das Bedürfnis nach einem Akkordwechsel und ich habe einfach mal F-Dur genommen. So, und da sich die Melodie, da wir gerade bei der Hälfte angekommen sind, die Melodie sich fast wiederholt, wie übrigens sehr oft bei Melodien. Lange, komplexe Melodien bestehen oft aus kleinen Bausteinen, die sich sehr ähneln, die mal zusammengesetzt werden, wie auch hier. Also zweite Hälfte. Probiere ich deswegen mit den gleichen Akkorden. Jetzt habe ich das Bedürfnis, C-Dur, beim zweiten F, wieder F-Dur. Und wenn ich jetzt die Akkorde habe, kann ich natürlich in der linken Hand noch eine Begleitung spielen. Das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen, aber es klingt dann so. Also, das passt schon mal sehr gut. Ist sehr simpel gehalten. Das muss gar nicht so simpel bleiben. Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Gehen wir deswegen mal ganz kurz einen Schritt weiter. Wir hatten den wichtigsten Akkord, F-Dur, den zweitwichtigsten C-Dur. Der drittwichtigste Akkord ist der von der 4. Stufe, B-Dur in dem Fall. 1, 2, 3, 4. Oder auch von der zweiten, das wäre G-Moll. Ja, die sind von der Funktion her, so von der Aufgabe relativ ähnlich. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel, nehme ich mal G-Moll, bringe ich noch irgendwo mit rein. Ja, den habe ich direkt jetzt mal eingesetzt. 1 und ich habe zwar nicht unbedingt das Bedürfnis, dass hier was gewechselt wird, aber ich probiere es einfach mal aus. C-Dur wieder. Ich habe nur den G-Moll eingefügt, ne? Und zwar hier. Kann man machen, ne? Klingt wieder ein bisschen anders. Vielleicht ein bisschen fremder erstmal, ne? Es ist nicht mehr so ganz flach, aber vielleicht auch wieder ein bisschen spannender. Ich spiele es mal mit einer anderen Begleitung. So, und ich könnte das Spiel jetzt immer weiter spielen. Also, wir können jetzt hier stundenlang weitermachen. Was ich dir aber für dich jetzt zum Ausprobieren mitgeben möchte, ist, dass du, wenn du eine Melodie hast und du suchst die Akkorde dazu oder vielleicht hast du keine und überlegst dir kurz eine Melodie, dann geht es schon in die Richtung Komponieren.
wenn du die Melodie hast, versuche erstmal die Tonart zu identifizieren. Welcher ist der Schlusston? Und meistens ist der Schlusston, ja, oder oft ist der Schlusston auch der wirklich, wie jetzt hier das F, der Tonleiterton, nicht unbedingt, aber sehr, sehr oft ist es zumindest ein Ton, der im Akkord der Tonleiter vorkommt. Zum Beispiel würde ich jetzt das A als Schlusston der Melodie nehmen. Das kann Schlusston sein und A ist Bestandteil vom Akkord F-Dur. Das meine ich damit. Also erstmal die Tonart identifizieren und dann einfach mal mit den Grundakkorden spielen der Tonleiter, also in dem Fall F-Dur, C-Dur und G-Moll oder B-Dur oder auch beide. Und dann einfach mal sehr genau hinhören, wann ist ein Akkordwechsel, wann könnte einer sein. Was passiert, wenn du einfach mal an einer bestimmten Stelle einfach tatsächlich mal einen Akkord einsetzt? Ja, das kann auch total schief gehen. Guck mal. Obwohl, so richtig schief gegangen ist es nicht, ne? Also, wenn man so in der Tonart bleibt, ich fand es jetzt nicht mega rund, aber jetzt auch nicht komplett schief. Wunderbar, eigentlich ein super Beispiel. Einfach mal ausprobieren. Es kann aber natürlich schief gehen, aber das ist so ein erstes Grundmuster, zumindest um so ein bisschen zu experimentieren, ein bisschen zu entdecken. Wie gesagt, im Kurs gehe ich da nochmal strukturierter vor, insgesamt natürlich, weil wir einfach mehr Zeit haben, das Thema in Ruhe zu beschäftigen. In den Sonntagsvideos möchte ich ja immer so ein bisschen Inspiration mitgeben. Ich hoffe, das habe ich damit geschafft oder ich konnte dich ein bisschen damit inspirieren und du hattest Spaß mit dem Video. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein und ja, dann sehen wir uns demnächst wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao.